In dieser Visit USA TV-Folge nehmen wir dich mit und erkunden mit dir Mammoth Lakes in der Sierra Nevada in Kalifornien und das, was um Mammoth drumherum liegt. Jetzt also dranbleiben und gemeinsam mit uns Mammoth entdecken. Mammoth Lakes ist eines der beliebtesten Skigebiete in den USA und wahrscheinlich das beliebteste Skigebiet in ganz Kalifornien. Mammoth Lakes ist eine kleine Stadt mit nicht mal 8000 Einwohnern in der Eastern Sierra Nevada. Von hier aus kannst du wunderbar in den Yosemite National Park fahren. Du kannst aber auch hier einfach die Natur und die Gegend genießen, denn Mammoth ist wirklich schön. Typische amerikanische Kleinstadt, die es sich aber lohnt, einfach mal zu erkunden. Say we would meet, we would laugh, lift and lie down. Mammoth Plaza ist das Stadtzentrum. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen verschiedenster Art statt, aber hier gibt es auch jede Menge kleine Cafés, Geschäfte. Also wenn du in Mammoth bist und irgendwie mal ein bisschen Zivilisation brauchst, dann ist das deine erste Anlaufstelle. Sigh in relief. Twin Lakes ist ein Verbund aus mehreren Seen. Du kannst hier alles Mögliche machen. Du kannst hier Ruderboot fahren, Stand-Up-Paddling, du kannst Kajak fahren. Es gibt sogar eine Stelle, wo du schwimmen kannst. Aber für mich das Allerschönste hier bei Twin Lakes ist dieser wunderbare, ich sag mal, kitschige Blick, den du hast auf diese absolut phänomenale Natur. Say we would talk, we would search for words. Über die Twin Lakes führen mehrere Brücken und von denen aus hast du einen wunderbaren Blick auf die Twin Lake Falls. Share what we see. I speak your mind as you speak mine. Am Twin Lake Falls Overlook hast du einen wunderbaren Blick auf die Twin Lakes, weil du oberhalb der Twin Lake Falls stehst und du kannst hier kurz anhalten und einfach den wunderbaren Ausblick genießen. Wenn du an den Twin Lakes bist, siehst du in die andere Richtung und kannst den Wasserfall sehen. Say we would fold up and find her pulse and soul. Ourselves in isolated time. Vom Minarettvista aus hast du einen wunderbaren Ausblick in das Tal, in dem das Devil's Postpile Monument liegt. Du siehst außerdem von diesem Aussichtspunkt aus die wie Minarette geformten Hügel, die du hinter mir sehen kannst. Übrigens, kleiner Funfact am Rande, das Tal, in dem das Devil's Postpile Monument liegt, war 15 Jahre lang Teil des Yosemite National Park. Mono Lake wird häufig fälschlicherweise als Salzsee bezeichnet, obwohl er im Grunde genommen ein Natronsee ist. Das bedeutet, das Wasser hier ist sehr alkalisch und auch salzhaltig. Und man muss wissen, dieser See ist jetzt im Moment noch so ungefähr 180 Quadratkilometer groß. Der war aber ein riesiges Meer und ist durch Verdunstung und auch dadurch, dass seit 1941 die Stadt Los Angeles ihren Wasservorrat zum Teil hier aus dem Mono Lake gespeist hat, einfach immer kleiner geworden. Keep up beat and trip the light.
Dadurch, dass dieses Meer zum See wurde und auch immer kleiner wurde, wurden diese Tufa-Gesteine freigelegt, die sich jetzt für uns als, ja, ich sag mal, mysterische Gesteinsbrocken einfach zeigen. Von Mammoth Lakes fährst du ungefähr 20 bis 25 Minuten zum Mono Lake und zu den Tufas. Um die Tufas am Mono Lake anzuschauen, gibst du am besten in dein Navi South Tufa Mono Lake ein, denn es gibt 2 Stellen, an denen du die Tufas sehen kannst, einmal South und einmal North. An der North ist ein Besucherzentrum. Wenn du da die Steine sehen willst, musst du Eintritt bezahlen. Bei den South Tufas kannst du ohne Eintritt einfach ans Wasser ranlaufen und mal unter uns, hier sind auch mehr als bei den Nord Tufas, da wo man Eintritt zahlen muss. Es lohnt sich also, die South Tufas zu machen. Mammoth Hot Creek Geological Site ist etwas, wo du Geologie hautnah erleben kannst. Ich meine, wir reden nicht über diesen atemberaubenden, kitschigen Postkartenblick, den du von hier hast, auf diesen kleinen Bach, der sich hier durch das Tal schlängelt. Nein, hier gibt es heiße Quellen, so heiß, dass du da nicht baden gehen kannst, weil das ist kochend heißes Wasser. Wie kommt das zustande? Ganz einfach, wir befinden uns hier auf dem Grund eines Vulkans und der ist nicht mehr aktiv, allerdings gibt es noch diese heißen Quellen und das ist nichts anderes als die heiße Energie, die aus dem Erdinneren hier an die Oberfläche kommt und eben dazu führt, dass die Quellen hier so heiß sind, eben kochend heiß. Das war Mammoth Lakes. Du konntest hoffentlich den ein oder anderen Tipp für deinen Aufenthalt hier mitnehmen. Vielleicht konnten wir dich aber auch begeistern, Mammoth überhaupt erstmal in deine Urlaubsliste mit aufzunehmen. Wenn dir das Video gefallen hat und du künftig keine Videos mehr verpassen willst, dann abonniere einfach jetzt den Kanal. So stellst du sicher, dass wir dir noch viele andere Tipps rund um deinen Urlaub in den USA geben können.